Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Anti-Imperialist Union of Peace. Heute möchte ich nicht über die vielen Probleme sprechen, denen die Menschen in Deutschland, in der EU, ja in der gesamten westlichen Welt aufgrund der aktuellen Krise ausgesetzt sind. Wir alle kennen die Preissteigerung bei praktisch allem, bei Heizkosten, bei Lebensmitteln, bei Materialien des täglichen Bedarfs. Wir fürchten die Stromsparmaßnahmen und die Kürzungen im Alltag. Wir machen uns Sorgen, wie wir vernünftig durch den Herbst und den Winter kommen können, während unsere Regierung immer absurdere Sanktionen gegen Russland und China und andere antiimperialistische Nationen verhängt. Das alles ist nicht neu. Doch in diesem Video möchte ich darüber sprechen, welche Chancen es gibt, einen Ausweg aus dieser Krise zu finden. Gerade haben in der Ostukraine Referenden stattgefunden, bei denen sich die Bevölkerung in überwältigender Mehrheit für einen Beitritt ihrer Region zur Russischen Föderation ausgesprochen hat. Diese Entscheidung, welche von der Bevölkerung demokratisch getroffen wurde, wird den Ukraine-Konflikt maßgeblich beeinflussen, denn dadurch grenzt die Ukraine zukünftig in den umkämpften Gebieten direkt an Russland, was bedeutet, dass die Ukraine dadurch zu einer Friedensverhandlung gezwungen wird, sollte Selenskyj keinen dritten Weltkrieg mit Russland riskieren wollen. Der Westen bewertet all dies als Aggression Russlands. Doch die US-Navy selbst ist mutmaßlich an der jüngsten Zerstörung der Pipeline Nord Stream 2 in der Ostsee beteiligt, um symbolisch das letzte Band zwischen Russland und Deutschland zu zerschneiden. Gleichzeitig geschieht im globalen Osten das komplette Gegenteil. Immer mehr Länder sind an einer Zusammenarbeit mit der Shanghai Cooperation Organization, deren Kern die Länder Iran, Russland und vor allem China bilden, interessiert. Selbst pro-westliche Nationen wie Indien oder Saudi-Arabien knüpfen Kontakte zu diesem Bündnis, da sie sich dadurch einen Vorteil im Handel mit der Seidenstraßeninitiative erhoffen. Wie schön wäre es, wenn auch Deutschland Teil dieses Bündnisses sein könnte. Wie viel fortschrittlicher würde unsere Welt dadurch werden. Doch dafür müsste nicht nur unsere Regierung verschwinden, sondern das gesamte imperialistische System, verkörpert vor allem durch die EU und die NATO. Unser Ziel muss es sein, für unsere Souveränität zu kämpfen. Deutschland muss endlich ein demokratischer, friedlicher und neutraler Staat werden, wie es im Potsdamer Abkommen von 1945 festgelegt wurde. Kehren wir zurück zur Achtung des Völkerrechts und zur Selbstbestimmung der Nationen. Beenden wir die Willkür des Westens. Unser Ziel lautet, den Imperialismus weltweit zu besiegen. Ich danke euch.